Celsius Infrarotheizung, unsere Paneltypen. Herzlich willkommen im neuen Video, heute wieder mal aus unserem Lager. Ich möchte euch heute einmal einfach den Unterschied und die Details zu den Paneelen kurz erklären. Alle kennen unser Typ 1 Panel, das ist das quadratische Panel. Dieses quadratische Panel ist unser gängigstes Panel, hat im Prinzip maximal 550 Watt, die wo sich in der Digitalsteuerung bis auf 105 Watt regulieren oder auf der Wi-Fi bis zu 50 Watt regulieren. Also da habt ihr jetzt unsere zwei Steuertechniken. Einmal bitte die Digitalsteuerung, die was nach wie vor erhältlich ist. Die Digitalsteuerung hat da den Fühler, sie hat die 8-stufige Stromregulierung, sie hat auch die Programmierfähigkeit. Das ist im Endeffekt die Geschichte, wenn ich sage, ich brauche kein Internet. Ihr wollt die Hightech-Steuerung, das ist die WLAN-Steuerung mit eigenen Hygrometer. Da könnt ihr aber auch ohne Internet diese Steuerung verwenden. Das heißt im Endeffekt sowohl als auch geht beides ohne Internet. Der Unterschied ist dahingehend, diese Steuerung kann bis zu 1 Grad genau und die Wi-Fi-Steuerung kommt bitte auf 1/10 Grad genau. Und das Ganze komplett variabel den Stromverbrauch im Prinzip darstellen mit eigenen Display. Die zeigt euch den Stromverbrauch nur über den Impuls und das ist der Unterschied. Beide Steuerungen immer für alle Paneele. Aber ihr seht genau, das Typ 1 Panel ist quadratisch, das heißt der Streukegel der Infrarotwelle ist auf 135 Grad. Könnt ihr euch vorstellen, so wie bei einem Autoscheinwerfer, wenn ich von hinterm Steuer sitze, ich ja den Streukegel vom Licht. So ist es mit unserer Infrarotwelle, sehr breit, sehr hoch. Auf 12 Meter Raumtiefe haben wir die Infrarotreichweite und die Reflexion zurück. Das macht Celsius Technologie aus. Aber die Reichweite habe ich auch bei den kleinen Paneelen. Aber wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist dahingehend, dieses Panel geht von 30 bis 60 Kubikmetern. Da müsst ihr immer aufpassen. Die maximale Kubikmeter darf ich nur dann einsetzen, wenn es mit der Bauphysik zusammenpasst. Das heißt in dem Fall ein Holzhaus. Wenn es ein Ziegelhaus wäre mit einer Dämmung, dann reden wir nur mal von 50 Kubikmeter, reden wir aber von einem ungedämmten Altbau, dann reden wir bei dem Panel von 40 Kubikmeter, reden wir aber von einem Steinhaus oder wie es in Bayern Bummel heißt, dann reden wir nur mal von 30 Kubikmeter. Aber zusätzlich die Fensteraufschläge, zusätzlich die Raumaufschläge für die jeweilige Nutzung muss enthalten sein. In die Kubikmeter. Wir reden immer von Kubikmeter. So, aber viele fragen uns, ja, ich habe aber nur einen kleinen Raum mit 10, 12 Quadratmeter, reicht oder das kleine Typ 2 Panel auch. Das ist bitte unser Typ 2 Panel. Eben 30 mal 59,5, maximal 280 Watt, reguliert sich bis auf 50 Watt herunter, ist auch als Digital und Wi-Fi erhältlich. Und da ist jetzt der Unterschied. Will ich es heute im Prinzip in der vertikalen haben oder will ich es in der horizontalen haben? Das horizontale Panel, wie ihr seht, hat im Prinzip auch die Kühlrippen immer so, dass die Luft im Endeffekt dahinter steht. Das Typ 3 und das Typ 2 Panel, bitte jetzt aufpassen, die sind wirklich nur gedacht für WC und für Kleinsträume. Und Kleinsträume heißt bitte, wie man kann. Das gleiche habe ich aber jetzt auch beim Typ 1 und beim Typ 2 Panel. Man sieht im Endeffekt, dass das immer stehend nach oben ist. Das ist auch genau der Unterschied. Man darf ein Typ 2 Panel nicht quer aufhängen. Genauso hätte ein Celsius Typ 1 Panel. Es muss bitte immer so hängen. Die Kühlströme, die was im hinteren Bereich vom Panel agieren, im Endeffekt auch fungieren können. Achtet immer auf die Bauphysik, weil wenn ich heute zum Beispiel sage, in einem Altbau kann ich dieses Panel nur mal bis 15 Kubikmeter mit Aufschläge einsetzen und maximal im Holzbau bis zu 30. Aber es ist nicht geeignet für Badezimmer. Warum? Nicht her vom Aufbau, sondern es hat mit den Aufschlägen was zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt mit diesen Paneelen zum Beispiel ein 8 Quadratmeter Badezimmer habe, dann brauche ich 100% Aufschlag, dass das Ganze nachher im Prinzip funktioniert. Und das müsst ihr bitte aufpassen, weil wenn diese Aufschläge nicht enthalten sind, zum Beispiel, du hast jetzt einen Raum mit 30 Kubikmeter, 100% Aufschlag waren schon 60 Kubikmeter, da kann ich in einen Holzbereich mit einem Panel gehen, in einem gut gedämmten Ziegelbereich kann ich das auch noch probieren, aber sonst dann im Endeffekt werde ich wahrscheinlich 2 Paneele brauchen und das muss ich bitte berücksichtigen. Deswegen diese Paneele nicht im Badezimmer, weil ich mit den Aufschlägen nicht zurechtkomme. Deswegen unser klarer Rat dazu. Und genauso das kleine Panel, wo ist der Unterschied? Das ist heute gedacht, dass ich es heute vertikal montieren kann und das ist eigentlich horizontal. Und das Horizontale ist eigentlich gedacht, wenn ich zum Beispiel sage,
unter ein Waschbecken, wenn ich keinen Platz habe. Auf das bitte immer achten. Was aber auch wichtig ist, ich habe es immer schon gesehen, unsere Paneele haben eine Mehrlochbohrung und die hat nichts damit zu tun, dass ich mehrere Punkte das Panel befestigen muss. Es sind immer die obersten zwei, also das sind nur mit zwei Haken. Die Steuerung als solches kann aber von rechts auf links umgebaut werden. Das heißt, ich kann mir abschrauben, um 180 Grad verdrehen, wieder zubauen und dann hat auf einmal genau die Lösung, entweder so oder so. Und wenn sich das heute auf der anderen Seite, ich drehe es jetzt nochmal um, das wäre absolut falsch. Kein Panel niemals so hängen, dass das Kabel nach oben ist. Es muss immer nach unten sein. In dem Fall muss man es drehen und umbauen, dass es auf der rechten Seite ist. Und jetzt zeige ich euch noch unser Typ 4 und Typ 5 und dann habt ihr die ganze Celsius-Paletten. Jetzt habt ihr da stehen das Typ 4 Panel. In dem Fall haben wir es jetzt mobil hergestellt auf die T-Füße, die was es auch als L-Füße gibt, dass es noch heute an die Wand stellen kann oder so wie da in dem Fall frei, dass es nicht kippen kann. Ein ganz wichtiger Punkt. Also Typ 4 ist vertikal und Typ 5 ist horizontal. Diese zwei Paneele sind von der Fläche her, von der Wattleistung komplett gleich wie das Typ 1. Das heißt im Endeffekt, die Kubikmeter Einstufung ist komplett dasselbe. Der Unterschied liegt dahingehend, habe ich zum Beispiel jetzt ein modernes Haus, wo zum Beispiel eine Säulen sein, wo viel Glas ist, dann sind diese statischen Teile oft sehr schmal beieinander. Dann kann ich heute wunderbar ein Typ 4 Panel verwenden, weil das hat nur 36 cm mal 1,15 m. Habe ich aber zum Beispiel jetzt die Situation, dass ich sage, ich habe jetzt eine kleine Parapethöhe, wie man oft bei Fensterportalen sieht, dass einfach das Parapet auf 40, 50 cm ist, dann nimmt man zum Beispiel dieses Typ 5 Panel her, dass es im unteren Bereich montieren kann. Diese Paneele könnt ihr aber auch zum Beispiel heute, gerade bei Typ 5, gerne, und das ist absolut ein Highlight, wo man das über eine schöne Couch drüber hängt oder zum Beispiel unter einen tollen Fernseher drunter hängt. Diese Möglichkeiten habt ihr, aber der Unterschied ist heute genauso wieder der gleiche. Wir haben da auf der Rückseite, haben wir da im Prinzip unseren Querkühlkörper, also das heißt die stehenden Kühlrippen, die habe ich aber da genauso. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr die Paneele richtig einsetzt. Das heißt, das Typ 5 könnt ihr jetzt niemals vertikal einsetzen, das war nicht möglich, weil dann würde diese Kühlung nicht funktionieren. Die hat wiederum bitte damit zu tun, dass die Paneele die Haltbarkeit haben, mittlerweile auf 40 Jahre plus wartungs- und verschleißfrei. Das heißt, unsere Celsius-Systeme sind genau auf das hin ausgelegt. Ihr habt für jegliche Anwendung habt ein Panel. Die Paneele sind aber trotzdem, auch die großen Paneele, sind nicht groß, weil 36 cm mal 1,15 m ist nicht groß. Aber ihr werdet sehen, diese Paneele passen oft optisch sehr, sehr gut rein. Und speziell, wenn man heute das Thema Formensprache auch macht, zum Beispiel sehr hohe raumhohe Türen, dann nimmt man gerne ein Typ 4 Panel, schaut super edel aus. Und wie gesagt, ihr kriegt alle Paneele auch in der Farbe schwarz oder in blau. Und was es noch gibt, ihr könnt alle Paneele in RAL-Farbe bedrucken oder zum Beispiel auch ein Foto aufdrucken. Da brauchen wir halt von euch noch in der Größe ein Foto mit einer hohen Auflösung. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Man kann da draufschreiben, man kann sie folieren. Und wem vielleicht schon was aufgefallen ist, das Kristallglas wirkt immer auf Spektrallicht. Das heißt, dieses Panel hat einen anderen Winkel als wie das. Das heißt, das ist angeschrägt und das ist nach oben geneigt. Und wir haben ober uns einen Lichttunnel. Dadurch ist halt natürlich ein Lichteinfall und das ist vollkommen normal, dass die Paneele niemals eine gleiche Farbe haben werden, aus dem Grund, weil es ein echtes Kristallglas ist. Das Kristalline reagiert immer auf Spektrallicht. Das heißt, es wird einmal weißlicher sein, einmal gräulicher und einmal grünlicher. Das kann auch leicht ins Bläuliche gehen. Dazu findet ihr mehr auf unserer Homepage www.infrarothimmel.at, wenn ihr das gleich bestellen wollt. Wir haben genügend da. Die sind in kürzester Zeit bei euch, also einen in den Shop und bestellen. Ihr kriegt die Paneele Typ 1 aus Mobil und wenn ihr heute sagt, ihr hättet aber gerne ein Typ 4 aus Mobil, das bitte nur auf die Füße, weil das ist sonst zu schwer, dann müsst ihr uns bitte eine E-Mail schreiben auf office@infrarothimmel.at. Tut unseren Kanal liken, teilen und abonnieren und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Viert euch.